Unter dem Sitz sehen wir dann auch direkt den Verstärker. Wir brauchen hier einmal einen Torx. Da haben wir an der Vorderseite 2 Schrauben. Einmal die erste gelöst und dann die zweite. Auf der Rückseite vom Verstärker, das sehen wir jetzt, ist keine Schraube, da ist nur so ein Blech, wo der Verstärker drunter geschoben wird. Das heißt, den können wir auch einmal rausziehen nach vorne. Dann haben wir hier noch einen grünen und einen grauen Stecker. Die haben jeweils oben und unten so eine Nase, die man betätigen muss. Also man sieht, wo ich hier gerade mit dem Zeigefinger drauf drücke. Das geht teilweise auch ziemlich streng. Man muss halt quasi eigentlich mit beiden Händen oben und unten entriegeln und rausziehen. Und was manchmal hilft, wenn man quasi den Stecker entriegelt, dann erst reindrückt, dass er sich etwas löst und dann rauszieht. Aber generell kann es natürlich sein, ihr seht, ich tue mich hier auch hart. Wahrscheinlich hat vor mir noch nie jemand diesen Stecker geöffnet. Und dann ist der natürlich nach 20 Jahren in meinem Fall etwas fest. Genau, hier hat man die Nase nochmal gesehen. Und dann ist der Verstärker auch schon draußen. Hier seht ihr einmal noch den Aufkleber mit Teilenummer und so weiter. Genau, ansonsten bis zum nächsten Video.